herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Wei Chang und ich weiß, ich habe schon seit einer Weile kein Deutsch auf meinem Kanal gesprochen. Aber heute habe ich endlich die Chance, mich dazu zu zwingen, Deutsch zu üben und zu benutzen. Denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Monika. Hallo Moni! Moni ist eine Sinologin, Bücherwurm und eine der besten Freundinnen unserer Familie in Berlin. Moni hat fast 2 Jahre in Taiwan gelebt und sie liebt Taiwan genauso sehr wie wir. Und sie ist nicht nur sehr vertraut mit taiwanischer Kultur, sondern spricht auch sehr fließend Chinesisch. Hallo Moni, schön, dass du da bist. Hallo Jave, danke für die Einladung. Heute ist Moni hier mit ihrem neuesten Projekt, einem von ihr übersetzten taiwanischen Kinderbuch. Und ich freue mich sehr, mit Moni über dieses tolle Projekt zu sprechen. Und Moni, kannst du uns sagen, wie du dieses Buch gefunden hast und kannst du den Inhalt dieses Buches kurz vorstellen? Ja, wenn ich in Taiwan bin, dann bummel ich gerne durch die zahlreichen gemütlichen Buchläden in Taipei. Und dabei habe ich auch dieses Buch hier entdeckt, Das blaue Kleid des taiwanischen Autors Zhang Youran. Das ist mir sofort aufgefallen durch seine wunderschöne Illustration. Und auch die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Und zwar geht es um die kleine Xiaoyu, deren Haut fängt jedes Mal unerträglich an zu jucken, sobald sie ein buntes Kleid anzieht. Ihre Mutter hat schon alles versucht, um ihr zu helfen und bringt sie schließlich zu ihrer Großmutter in die Berge. Dort trifft Xiaoyu einen kleinen Elfen, der auf magische Weise eine Lösung für ihr Problem findet. Warum hast du dich entschieden, dieses Buch zu übersetzen? Also mir haben zunächst die Illustrationen sehr gut gefallen, sie sind wunderschön mit viel Liebe zum Detail, aber auch die Geschichte fand ich toll, weil sie Kinder darin ermutigt, ihre Fantasie zu nutzen, um Probleme zu lösen. Außerdem wird in der Geschichte Hautirritationen bei Kindern unkonventionell thematisiert. Und es ist eines der ersten Bücher überhaupt, die ich kenne, in dem das der Fall ist. Und das, obwohl viele Kinder unter Hautirritation leiden. Zudem ermöglicht dieses Buch eine wunderschöne Lesereise zu dem faszinierenden Land Taiwan. Und diese Fantasiereise möchte ich auch Leserinnen und Lesern aus dem deutschen Sprachraum ermöglichen. Schön. Kannst du uns sagen, für wen ist dieses Buch geeignet? Also im Grunde genommen für alle, die sich gerne auf fantasievolle Lesereisen begeben und sich an wunderschönen Illustrationen mit viel Liebe zum Detail erfreuen. Aber ich würde sagen, vor allem für Kinder im Alter von ca. 3 bis 6 Jahren. 3 bis 6 Jahre, also meine Kinder passen auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, dass die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, sich von den Übersetzen einer Sprache unterscheidet. Und was war die größte Herausforderung bei der Übersetzung dieses Buches? Also ich habe schon einige Übersetzungskurse an der Universität besucht, aber Das blaue Kleid ist die erste professionelle Übersetzung von mir. Die besondere Herausforderung bestand darin, sich zunächst einmal in die Intention des Autors hineinzuversetzen, also sich zu überlegen, was möchte der Autor mit dieser Geschichte aussagen, welche Atmosphäre möchte er erzeugen und dann aber auch darüber nachzudenken, wie präsentiere ich oder wie transportiere ich das jetzt nun einem deutschsprachigen Publikum, das vielleicht nicht so vertraut ist mit taiwanischer Kultur. Ich habe das dann übersetzt, ich habe den Text noch viel auch diskutiert mit meiner Schwiegermutter. Meine Mutter und meine Freundin San haben sich die Übersetzung dann nochmal angeschaut und mir Feedback gegeben. Also es war ein langer Prozess. Okay, und nach der Übersetzung des Buches gibt es noch eine Phase vor der Veröffentlichung. Was kommt als nächstes? Nach der Übersetzung habe ich einen Verlag gesucht, einen passenden Verlag für Das blaue Kleid und habe über 20 Verlage angeschrieben, allerdings nur Absagen oder keine Antwort erhalten. Ich habe dann auch erfahren, dass der Kinderbuchmarkt in Deutschland sehr hart umkämpft ist und noch dazu asiatische Kinderbücher wohl keine guten Chancen hätten. Eine gute Chance. Ja, aber das hat mich nicht interessiert. Also davon habe ich mich nicht abbringen lassen, weil ich finde das Buch Das blaue Kleid wirklich toll und ich bin immer noch überzeugt davon, dass es auch Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum begeistern wird. Und schließlich habe ich dann einen Verlag gefunden. Über einen Zeitungsartikel bin ich auf die Verlegerin Nora Frisch vom Drachenhaus Verlag aufmerksam geworden.
Der Drachenhaus Verlag ist ein kleiner, unabhängiger Verlag, der leider nicht viel Geld hat. Also deswegen musste ich mir was überlegen, wie wir den Druck finanzieren können. Und habe dann über eine Mutter an der Kita meiner Tochter bin ich dann auf die Idee gekommen, ein Crowdfunding zu organisieren. Könntest du bitte dieses Crowdfunding-Kampagne vorstellen? Und was sind die verschiedenen Crowdfunding-Pläne und was ist Ihr Finanzierungsziel? Also beim Crowdfunding geht es darum, bevor man ein Projekt verwirklichen kann, Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, die dieses Projekt quasi vorfinanzieren. Sie können sich dann Dankeschöns aussuchen, also in unserem Fall können Sie sozusagen das Buch schon vorbestellen, bevor es in die Buchläden kommt, bekommen Sie es dann als Dankeschön nach Hause geschickt, wenn das klappt mit der Finanzierung. Zurzeit sieht es aber sehr gut aus, also innerhalb von weniger als einer Woche sind schon 3/4 der benötigten Summe zusammengekommen und ich bin zuversichtlich, dass wir den restlichen Betrag auch noch zusammenkriegen. Und ich werde unter diesem Video einen Link zu dieser Crowdfunding-Kampagne teilen. Es wäre wirklich toll und hilfreich, wenn die Leute, die sich für dieses Buch oder die taiwanische Kultur interessieren, auf diese Seite gehen, um diese Aktivität zu unterstützen. Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Ja, also wenn wir den Betrag zusammen haben, dann wird sich die Verlegerin Nora Frisch daran machen, das Buch für den Druck vorzubereiten, das Buch dann drucken lassen und hoffentlich im Juni können wir es dann den Unterstützerinnen und Unterstützern zuschicken. Und ich habe schon eines dieser Projekte persönlich unterstützt. Und nicht nur, weil ich meine Freundin unterstützen möchte, aber auch, weil es nicht viele deutsche Kinderbücher gibt, die Taiwan vorstellen. Als taiwanische Familie in Deutschland freue ich mich sehr darauf, dieses Buch meinen Kindern und sogar ihren deutschen Freunden vorzulesen. Deshalb möchte ich Moni fragen, wenn dieses Projekt gut funktioniert, möchtest du in Zukunft mehr taiwanische Kinderbücher übersetzen? Ja, also es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, das Übersetzen vom Chinesischen ins Deutsche. Das ist eine sehr erfüllende Aufgabe. In Zukunft muss ich mal schauen, weil ich bin ja auch noch Lehrerin, wie ich mir dafür Zeit nehmen kann. Aber wenn ich jetzt demnächst nach Taiwan fliege, möchte ich auf jeden Fall auch wieder nach Kinderbüchern von taiwanischen Autorinnen und Autoren Ausschau halten. Ja, okay, die letzte. Und kannst du die Leute in Deutschland schließlich sagen, was für ein Ort Taiwan für dich ist? Taiwan ist für mich einer der spannendsten Orte, an dem ich je in meinem Leben war. Auf einer Fläche gerade mal so groß wie Baden-Württemberg kann man atemberaubende Bergtouren machen, man kann an wunderschönen Stränden baden gehen, man kann auf den unzähligen Nachtmärkten viele Leckereien ausprobieren, aber auch sprachlich und kulturell ist Taiwan sehr interessant. Letztlich ist es für mich auch eine weitere Heimat geworden, weil mein Mann ist Taiwaner und meine beiden Töchter auch. Und ich hoffe einfach, dass durch diese Übersetzung noch mehr Facetten von Taiwan bekannt werden. Viele kennen das jetzt bereits aus den Medien durch seine hervorragende Corona-Politik, aber es gibt natürlich noch viel mehr in Taiwan zu entdecken. Und ich hoffe, dass diese Übersetzung dazu beiträgt, dass davon noch mehr bekannt wird. Ja, gut. Vielen Dank, Moni, dass du heute gekommen bist und ich wünsche dir, dass diese Crowdfunding-Kampagne zu einer erfolgreichen Finanzierung führt. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, es zu liken und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 你好聪明哦，你还知道。